Ich frage mich schon mein Leben lang, kann ein 14-Jähriger wirklich ein Flugzeug fliegen? Deswegen sind wir heute in die Hauptstadt Deutschlands, Berlin, gefahren, um das auszutesten. Was dabei alles passiert ist, werdet ihr nach dem Intro sehen. Also, schnallt euch an, Flug! Die Speedbrakes ziehst du raus, damit aktivierst du die. Also die aktivierst du für den Fall, dass wir jetzt beim Starten irgendwas Ungewöhnliches haben. Du würdest hier unten mit den Füßen in die Bremse reintreten und dann kommen automatisch auch diese Bremsklappen mit auf. Okay. Weißt du? Dann löst du hier noch die Parkbremse, jawohl. Und wenn du bereit bist, hier wird ein bisschen was, wird er dir jetzt noch sagen. Das passt schon. Der meckert zwar ein bisschen, weil wir ein paar Daten nicht eingegeben haben. Gut, ich bin soweit. Du bist der Boss. Und sagst mir kurz, dass es losgeht? So geht los. Alles klar. Und dran denken, wenn du merkst, dass wir so ein bisschen wegdriften sollten, der Wind kommt von links. Das ist ein bisschen links. Du kannst aber probieren, wenn man so ein bisschen reintreten in die Pedalen, dass wir hier einigermaßen in der Mitte bleiben. So, Airspeed is alive. 100 Knots. Und in der Mitte bleiben. V1. Rotate. So, ich werde die Hand hier wegnehmen und konzentriere dich aufs Lenken. Guckst du, dass die Dreiecke übereinander bleiben? Guck mal auf die Dreiecke, Dreiecke, Dreiecke. Jawohl, Spitze auf Spitze. Und Nase auf 15 Grad. Jawohl. Dann, was ist der erste Schritt zu Hause? Was machst du da? Nach dem Abbiegen? Fahrwerk. Fahrwerk, jawohl. Ziehen, nach hinten ziehen und nach oben. So, guck mal auf die Dreiecke. Immer nur dann, wenn die sich wirklich angucken, fliegst du geradeaus. Also nicht nach Gefühl agieren, sondern das ist ein Flugzeug, was du wirklich nach Instrumenten fliegen musst. Auch bei gutem Wetter. Jetzt nimmst du die Nase runter mal auf 10 Grad, jetzt wollen wir nämlich beschleunigen. Jawohl. Dann machst du mal die Klappen auf die Null. So in einer Bewegung. Lass mal los. Jetzt in einer Bewegung hochziehen und leicht nach vorne, genau. Und den Schub ziehst du mal zurück, klick, klack. Klick und klack, jawohl. Und drehst du mal hier auf 230. Dann aktivierst du hier den Autoschub. So, guck mal, jetzt bist du schon ganz schön weggekommen von deinem Kurs hier. 063. So, war nicht schlimm, jetzt gehst du mal auf Kurs 333. Nach links bitte. Und Schräglage machst du so zwischen 20 und 30 Grad Schräglage. Also ich bin ja bei weniger als 10. Mach mal richtig rüber. Die Kurve hier. So, weiter. Genau, und dann kannst du es jetzt stehen lassen. Und jetzt musst du nach vorne drücken, jetzt musst du sehen, dass der grüne Zeiger nach unten in die Mitte geht, weil wir die Höhe erreicht haben. Drück mal. Das meckert aber bei höher als 5000 sind. Lass mal so ein bisschen nach unten hängen, mach mal so eine 5. Ja, reicht. Einfach stehen lassen. Ja, du musst nach unten gucken, nicht nach oben wieder. Wir wollen ein bisschen Höhe verlieren. Nur eine 5. So, guck mal, jetzt bist du bei den 333er durchgeschossen schon. 2000.
Verringerst du mal ein bisschen die Sinkrate? Mach mal so eine 5 da. 1000. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Ab wann machen wir den automatischen Schub aus? Dann wenn er dir sagt, 50, 40, 30, Recount. 20, retard, Ganz richtig. retard, retard. 5, Und sofort lenken, sofort lenken. Lenken, 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 die Füße. Und den Umkehrschub. Bremse. Lass mal den Stick los. Der Stick macht gar nichts mehr. Bremsen, bremsen, bremsen. Da geht es erstmal darum, dass du erstmal Licht hast. Ne? Und sobald du die Batterien aber einschaltest, zieht er den Strom von den Batterien und die halten nicht allzu lange. Also da musst du dann eben zusehen, dass du die EPU startest. So, dann die hier. Mhm. Boost Supply mache ich an. Aber Alle wir sind wahrscheinlich drauf, ja. Ich habe jetzt nicht alles ausgeschaltet. Aber da ist nicht das drin, was du jetzt machst. Das ist im Prinzip nur die Normal Checklist, bevor du richtig loslegst. Nee, stimmt nicht, bevor die Triebwerke, also unmittelbar bevor die Triebwerke gestartet werden. Wir sind ja noch in der Vorbereitung jetzt gerade. Achso, die sind dran. Ja, dann habe ich, glaube ich, erstmal soweit fertigstellen. Genau, erstmal den Hauptschalter an. Bisschen Kopfdruck gleich unten. Das EPU-Fenster auf. Ja, da kann ich dann auch sehen, ob die jetzt hochfährt. Ganz genau. Du hast die Kreuze, die wir vorhin gesehen haben. War vorher überall Kreuze. Und die sind jetzt schon zu Zahlen geworden. Das heißt, jetzt hast du die in Gang gesetzt. Das dauert mal ein paar Sekunden, bis die richtig hochläuft. Also wir sehen, was da für Temperaturen hinten rauskommen. Ja?
800 Grad Celsius. Das ist übrigens die Zeit, die das jetzt noch dauert, bevor du dein Navigationsdisplay hast, ne? Bevor sich die... Ach so, okay. Die lädt denn so lange? Also die muss erstmal laden. Nee, das ist ein Trägheitsnavigationssystem. Ich muss sagen, ich habe mehrmals versucht zu verstehen, wie das funktioniert, also wie das technisch funktioniert. Kann ich dir leider nicht genau erklären. Es geht jedenfalls darum, dass du unabhängig bist von Raum und Zeit sozusagen und trotzdem sauber navigieren kannst. Das wird zum Beispiel auch benutzt im Krankenhaus bei Operationstechniken, also Operierroboter, Operationsroboter Verwendung finden. Gut. So. Denn kommt jetzt schon der Pushback? Achso, ja, können wir machen. Musst du natürlich die Parking Brake lösen. Ist gelöst. So, weil wir uns jetzt bewegen, fliegt das weg, aber das ist nicht so schlimm. So, weiter. So, denn die Triebwerke, muss man den auch hochheben? Oh, nicht. Dann Triebwerk 2. Engine number 2, starting up. Start valve not open. Engine master 2 off. Ist aus. So. So, der Schalter. Der war schade, ich weiß nicht, warum wir den ausgemacht haben. Nochmal Master 2. Start 2 on. So, jetzt siehst du das. Ah ja. So grau hinterlegt ist, jetzt läuft es so. Ja, diese neuen Triebwerke da, die brauchen wirklich extrem lange, um hochzufahren. Machst du auf Normal. Gefühl daraus. Dann machst du hier aus. Und wir machen Switch. Geräusch. Das kann man erstmal ignorieren. Parkbremse lösen. Dann machen wir es jetzt mal so, dass du so eine ganz schnelle Runde gibst Gas. Bei 138 rotierst du. Du machst wieder 15 Grad Anständige, gehst aber gleich in die Linkskurve. Wir gehen mal gleich auf den Gegenkurs. Und der ist 243. Also direkt nach dem Starten machst du gleich eine Kurve. Aber nicht steiler als maximal das dritte hier. Ja? Los geht's. Okay, dann geht's los. Jetzt da vorne, aber steigt zwar nur auf 3000.
Nase. Ganz konsequent ziehen, nicht zu vorsichtig sein. Das Ding ist nicht nett, wenn du nett zu ihm bist. Das Ding ist einfach brutale Physik. So, weiter geht's. Ja, und gleich die Linkskurve. Aufpassen, Nase runter, 15 Grad, runter, 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 runter. Arbeiten, 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 sonst wird es zu langsam. Siehst ja links, dass die Geschwindigkeit abnimmt. Nee, 15 Grad, 15 Grad. Fuel input. Hoch die Nase jetzt. Jawohl. Gut, wir setzen die Kurve. Lass mal los. Einfach die Kurve drehen lassen. So 15. Passt ja ungefähr. Dann machst du Schubhebel zurück, klick, klack. Nase runter auf 10 Grad. Jawohl. Und jetzt bist du gleich bei deinen 3000. Also kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, dass du dann wieder nach vorne drückst, damit der Zeiger in die Mitte kommt. Klappen auf die 0. Und die Kurve weiterfliegen, guck mal. Achso, 4, 3. Nicht aufhören. Und die Nase runter. Also das heißt hier den Zeiger in die Mitte bringen. Aber wir machen mal doch ein bisschen weiter rüber. Wir gehen mal auf Kurs 264, 260. Nicht zu früh, nicht zu früh, nicht zu früh. Immer bis zu Ende. Dann lass einfach stehen, du bist ja gleich da, du musst ja jetzt nicht viel machen. So, jetzt nach rechts drücken, rechts, 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 bis die Dreiecke sich angucken. Ja, ein Stück nach links noch. Ein Stück nach rechts. Du musst dich wirklich genau angucken. So, so passt das schon. Jetzt ein bisschen runter. So, dann machst du Klappen 3. Also 10? Mit 10 genau. Klappen 3. Klappen 3. Geschwindigkeit 165. Fahrwerk raus. Auf die Bahn auslegen. Fahrwerk raus. Nicht so frei schnauzen. Versuch mal wirklich so stabile Werte. Auch für dich so als Ansporn, dass du versuchst, sauber zu machen. Du musst ja immer daran denken, es geht nicht um dich bei der ganzen Geschichte. Zumindest später. Es geht um die Passagiere, dass sie sich wohlfühlen. Wenn du permanent auf und ab fliegst, dann geht es natürlich denen geht's denen nicht so gut. Die machen die Tüten voll und deine Flugbegleiter sind nicht so erfreut darüber. Klappen voll bitte. Voll. Geschwindigkeit 143. Oh, das ist ein Wind von links. Drück dich also nach rechts rüber. Das musst du mal ordentlich nach links korrigieren. Ich fliege jetzt gerade dran vorbei. 400. Nicht rüber korrigieren. Rüber korrigieren. 300. Ja, richtig. Glide slope. Richtige Linkskorrektur. Rechtskorrektur. Glide slope. Glide slope. Damit du wirklich Too low terrain. in einer Linie mit der Bahn fährst. Too low terrain.
Too low, terrain. Too low, terrain. Glide slope. Und weitersehen, guck mal, jetzt steigst du wieder. 50.